Unser Meteorologe Alexander Hildebrand ist inzwischen bei mir im Studio. Wir hören also, es hat weniger geregnet als befürchtet. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wird es trocken bleiben, damit die Aufräumarbeiten jetzt auch wirklich vorangehen können? Also die ganz starken Schauer haben sich in der Region Valencia zumindest abgeschwächt und werden auch nicht wiederkommen heute und morgen. Aber tatsächlich nur unweit nördlich dieser Region, da hat es in den letzten Stunden doch ziemlich kräftig geregnet. Und wie die Lage ist, das schauen wir uns mal etwas genauer an. 60 Liter Regen pro Quadratmeter sind innerhalb von kurzer Zeit noch mal runtergekommen, etwas nördlich von Valencia. Und damit möchte ich Ihnen zeigen, wie unbeständig die Lage insgesamt doch jetzt noch an der spanischen Ostküste ist und wahrscheinlich auch noch mehrere Wochen sein wird. Sie sehen jetzt hier das Satellitenbild vom Sonntag und von heute früh. Und hier sind vor allem am Sonntag immer wieder solche Gewitterzellen noch hier an der spanischen Ostküste zu sehen, auch etwas weiter südlich, aber eben auch hier etwas nördlich von Marseille. Und das ist eben eine Wetterlage, die ganz typisch ist für diese Jahreszeit und diese Region. Also warme Luft kommt über das warme Mittelmeer, saugt sich mit Feuchtigkeit voll und dann bringt sie nochmal diesen ganz heftigen Regen. Momentan ist er natürlich weniger stark als bei der Unwetterkatastrophe in der vergangenen Woche. Auch für den morgigen Tag und für heute sehen wir eher nochmal solche Niederschlagsschauer, die dann eher so auf dem offenen Mittelmeer sein werden. Die Region Valencia dann doch überwiegend trocken. Aber natürlich, diese ganz große Katastrophe bringt jetzt noch für mehrere Wochen und Monate wirklich sehr schwierige Lagen, weil natürlich alles beschädigt ist und weil auch viele Fehler in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden. Wahrscheinlich was den Wasserbau angeht, was die Bebauung angeht, aber eben auch was so Dinge wie Hochwasserschutz angeht. Also da hat man einfach nicht damit gerechnet, dass so großflächig so viel Regen runterkommen kann. Entsprechend hier dieses Flussbett in der Region Valencia ist eben jetzt komplett voll mit diesem braunen Zeug. Auch hier flächendeckend doch überwiegend solche braunen Anschwemmungen, die jetzt erstmal weggeräumt werden müssen. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Tage Zeit, mal eine Auswertung vorzunehmen. Und am interessantesten finde ich derzeit, dass sich einfach nachweisen lässt, dass es in der Mittelmeerregion schon 2 Grad wärmer geworden ist im Vergleich zu vor einigen Jahrzehnten. Das hier sind die Daten in den 60er und 70er Jahren, rund 21,5 Grad. Und dann zeigt aber die Kurve, das ist der polynomiale Trend 2. Grades, also dieser Wert zeichnet diese Kurve nach. Der zeigt doch schon ganz deutlich nach oben, also rund 2 Grad. Und weil es so viel wärmer geworden ist, ist insgesamt mehr Feuchtigkeit in der Luft, ein physikalisches, einfaches Gesetz. Aus diesem Grund haben die Schauer häufig in dieser Region in den letzten Jahren schon mehr Kraft gewonnen. Also hier wird sich schon noch einiges in den nächsten Jahren auch ändern. Aber jetzt ist es erstmal trocken und das ist vielleicht ja auch mal eine ganz gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht und ändern müsste man in diesem Fall dann eben auch mal ein bisschen die Bebauungspläne in diesen Regionen. Dankeschön, Alex. Schön.